Hallo Internet, ich bin Marc Potocznik vom Animationsstudio Renderbaron in Düsseldorf. Und in den letzten beiden Videos haben wir uns mal einen Blick gegönnt hinter die Kulissen von Modeling, Shading und Lighting des Titelschriftzuges Yamiri für dessen nächstes Comic-Album. Und heute gibt es ein detailliertes Making-of dazu. Wir tauchen also ein in Fachtermini, in Nerd-Jargon der 3D-Software dahinter, nämlich Maxon Cinema 4D. Viel Spaß! Am Anfang des Shading-Prozesses stand natürlich die Frage, welches der beiden in Cinema 4D verfügbaren Materialsysteme benutze ich denn? Nämlich A, das Standardmaterialsystem, in dem sämtliche Materialattribute als sogenannte Kanäle gegliedert sind, oder nehme ich das neuere Node-Materialsystem, bei dem Materialattribute als miteinander zu verknüpfende logische Einheiten namens Nodes vorliegen. Und die Wahl fiel auf, Trommelwirbel, das Standardmaterialsystem. Warum? Das Standardmaterialsystem bietet zwar nicht die logische Verknüpfung wie bei den Nodes, hat aber den Vorteil, dass es in der Bearbeitung sehr viel flüssiger läuft, sehr viel performanter ist als das Node-Materialsystem. Und das macht sich vor allem bemerkbar beim Arbeiten mit dem interaktiven Renderbereich. Ich mag für schnelle Vorschauen den Progressive Mode des Physical Renders und der fügt sich ganz gut zusammen mit dem interaktiven Renderbereich. Und wenn das hakt, dann macht das Arbeiten keinen Spaß, deswegen Standardmaterialien. Der zweite Grund ist B, ich brauche unbedingt fürs Acrylglas Subsurface Scattering, das heißt eine Transluzenzdarstellung, eine Lichtstreuung im Volumen eines Objekts. Und das ist momentan im Node-System nur für Pro-Render verfügbar, nicht für Standardrender und nicht für Physical. Und da das ein zentrales Element ist, dachte ich mir, komm, da machst du gleich alles sowieso mit Standardmaterialien. So, im letzten Video hatte ich ja versprochen, für die Oberfläche des zerkratzten Metalls nochmal ein paar Einblicke zu geben, sagen wir mal eher für Cinema 4D Insider, ohne großes Drumherum erklären. Wir haben es jetzt bei diesem Shader natürlich mit einer Menge im Grunde gleicher Noises zu tun. Wir haben hier einmal den Master Noise und die anderen Noises, die hier in den Ordnern liegen, sind ja nichts anderes als Kopien, die durch einen Transform-Effekt gedreht werden und dann durch einen Distort-Effekt verzerrt. Aber das Ursprungsmaterial ist eine Kopie des hier unten von mir genannten Master Noises. So, jetzt stellt sich die Frage, wir sind ja im Standardmaterialsystem, wir haben keine Nodes hier gerade zur Verfügung. Wie kann ich aber trotzdem ausgehend von einem Shader Parameter in all den anderen im Grunde gleichlautenden Shadern steuern? Und da gibt es eine Antwort, die heißt Expresso. Und ich habe mir hier mal einen Expresso-Tag erzeugt auf meinem Profil. Und wenn ich das öffne, erscheint der Expresso-Editor. So, und was ist das hier? Der Expresso-Editor ist im Grunde Node-basiertes Programmieren, wenn man so will. Und das ist nichts anderes als die Shader sind hier quasi reingezogen als kleine, ich lasse es mal los, als kleine Nodes, logische Stückchen, und mit Klick hier drauf kann man bestimmte Eigenschaften ausgeben und bei anderen Nodes, ich ziehe hier mal einen rein, kann man wiederum Ports, so nennt sich das, öffnen und die können dann miteinander verbunden werden. Ich lösche das beides mal wieder und demonstriere lieber eine sinnvolle Verbindung, nämlich ich habe hier meinen Master Noise reingezogen, der hier, und habe den Port globale Größe erzeugt. Globale Größe regelt einfach, wie groß ist das Ding insgesamt. Und dieses globale Größe habe ich weitergegeben an Eingangsports der ganzen anderen Noises. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Master Noise, ich gehe mal rein, auf den Parameter globale Größe gehe, dann sehe ich, guck mal, da sehe ich so einen komischen Nöppel. Das heißt, das ist via Expresso gesteuert. Du gibst das quasi via Expresso weiter. Und wenn ich jetzt hier einfach mal 10 eingebe, wird genau dieser Parameter an
alle anderen Noises weitergegeben über diese Schaltung, die ich hier gebaut habe. Das ist so ein bisschen Ausflug in so Elektrotechnik-Denke, aber ist nützlich, um das Ganze eben ein bisschen kompakter steuerbar zu machen. Genauso habe ich es gemacht mit anderen Parametern, wie zum Beispiel Delta, das ist die Prägebreite, wenn das Ding im Reliefkanal verwendet wird, oder eben Clipping unten, Clipping oben, die Tonwerte. Also das im Grunde als Ansatz, um in ein ewiges Gecopy und Gepaste von Noises ein bisschen mehr globale Kontrolle reinzubringen. Wenn wir uns hier mal die restlichen Komponenten zuschalten, dann kriegen wir nach und nach ein recht komplexes Ergebnis. Und zwei Komponenten davon sehen wir uns genauer an, nämlich Verwitterungseffekte und Kantenbeschädigung. Und die Verwitterungseffekte sind eigentlich relativ simpel. Ich gehe hier mal näher an diese Flanke ran. Wir finden sie hier. Die Ebene darüber kann ich mal ausschalten. Verwitterung Flecken, so habe ich diese Ebene benannt, liegt mit Multiplizieren über den bisherigen 4 Ebenen. Ich gehe mal rein. Was haben wir da? Das ist erstmal ein Colorizer Shader. Erstmal nichts Spektakuläres. Ein Colorizer benutzt man, um Inputmaterial, in diesem Fall den eigentlichen Verwitterungsshader, Tonwert zu verengen. Und zwar etwas weicher, etwas eleganter, als das mit irgendwelchen Clipping-Effekten möglich wäre. Halten wir uns damit gar nicht lang aus, sondern kommen zu Pudels Kern. Hier drin, in diesem Colorizer, liegt ein Verwitterungsshader, Weathering. Und Weathering benutzt seinerseits Inputmaterialien, in diesem Fall ein Noise. Ich kann das mal zeigen. Hier ein recht kontrastreicher, tonwertverengter Noise, der hier drin liegt. Und er verwäscht diese Inputmaterialien. Also wie gesagt, hier drin liegt ein relativ großer Noise, recht blobbig und kontrastig. Und den kann ich mit eben zum Beispiel 50% im Weathering Shader verwaschen. Und dann sieht das so aus, als ob da Regenwasser drüber gelaufen wäre, eine gewisse Zeit. So, und wenn ich das jetzt auf 100% stelle, ist das mehr. Und ich hatte mich am Schluss für 300% entschlossen, weil das eben einen schönen, sehr weichen, nicht zu brachialen Effekt ergibt. Mit Glätten ist im Grunde die Unterteilung des Effekts gemeint. Quasi das Sampling, wenn ich das mal auf 2 stelle, wird es wahrscheinlich doof aussehen. Ja, tut's. Deswegen stelle ich es mal höher, mal sehen, wie es mit 16 Unterteilungen aussieht. Schon etwas besser, aber akzeptabel glatt wird es mit mindestens erstmal 32 Zwischenschritten. Was haben wir hier noch? Kantenaufhellung. Das war die zweite Sache, die ich euch noch etwas näher erklären wollte. Hier liegt, wie gesagt, ein Ordner, den man hier oben erzeugt. Diesen Ordner klappe ich auf und da drin ist so ein kleines, sagen wir mal, Standardvorgehen für Kantenbeschädigung. Die untere Ebene der beiden habe ich Kantenaufhellung genannt. Ist etwas irreführend, momentan müsste eigentlich Ambient Occlusion heißen. Ich habe es aber deswegen Kantenaufhellung genannt, durch Doppelklick hier drauf, weil es eben die Basis ist für die Kantenaufhellung. Wie funktioniert das Ganze? Ambient Occlusion tastet ja, ich gehe hier mal rein, mit einer Minimum- und Maximumstrahlenlänge halbkugelförmig seine Umgebung ab. Und zwar in Richtung der Flächennormale. Und mit dieser kleinen Checkbox hier ist es möglich, dass Ambient Occlusion entgegengesetzt der Flächennormale abtastet, also in Gegenrichtung. Sagt also, was liegt wohl hinter mir? Und an Kanten bedeutet das naturgemäß, Ambient Occlusion tastet ab, wo sich das Objekt quasi selbst abdeckt und wendet darauf diesen Verlauf an, weiß nach schwarz. Und diesen Verlauf, weiß nach schwarz, der liegt ja in einem Ebenen-Shader-Ordner mit Ineinander-Kopieren-Modus. Das heißt, schwarz wird ignoriert. Ich mache das mal aus, dann sieht man es etwas deutlicher. Schwarz wird ignoriert und weiß kommt zum Tragen.
Und wozu liegt da jetzt ein Noise drüber? Noise, da liegt ein Noise drüber als Ebene, ein ganz normaler Turbulenz-Noise, ganz handelsüblich im Weltraum angewendet. Und der liegt mit einem mysteriösen Ebeneneffekt, Ebenenmodus hier oben drüber, nämlich mit Level. Level ist ein ziemlich komplexes Ding, etwas kompliziert zu erklären. Wenn man es mal ganz grob vereinfacht, erzeugt Level, ich schalte ihn mal auf 100%, so eine Art Mittelwert von sich und seinem Kollegen drunter und macht aus beidem, kombiniert beides zu so einer Art Scherenschnitt-Mittelwert. Da gibt es sicherlich bessere Erklärung für. Das ist das Verhalten, was ich so mitbekommen habe von diesem Ding. Aber es ist eben nützlich, um eben eine sehr lineare Kantenaufhellung aufzubrechen mit Noise-Strukturen. Und je weniger opak ich das Ganze mache, desto weicher wird das Ganze angewendet. Am Ende des Tages ergibt sowas dann einfach eine kleine unregelmäßige Kantenbeschädigung. Ein zentrales Element dieses Schriftzuges ist ja das hinterleuchtete transluzente Acrylglas. Und der versierte Cinema 4D-Nutzer wird wahrscheinlich direkt an ein Stichwort denken, nämlich Subsurface Scattering. Und genau das ist auch hier im Spiel natürlich für das Acrylglas. Wir gehen mal rüber nach Cinema 4D, da sind wir, und sehen uns mal den Leuchtenkanal an vom Acrylglas-Material. Und da sehen wir einen Ebenenshader. Und da ist zuunterst ein Subsurface Scattering Shader eingefügt. Oben drüber sind so die üblichen verdächtigen leichtfarbige Noises, um das Ganze ein bisschen farblich zu variieren. Dann etwas Ambient Occlusion für Kanten und für Dreck. Aber uns interessiert jetzt erstmal nur das Subsurface Scattering. Ich gehe mal rein und wir sehen hier zunächst einmal eine ziemlich brachiale Stärke von 4000%. Das hängt damit zusammen, dass wir das Subsurface Scattering später durch eine andere Komponente nochmal abschwächen. Deswegen ist die hier sehr stark, die ist auch relativ kräftig gesättigt und die hat nur eine sehr kurze Pfadlänge. Das heißt, das Scattering, das Streuen des Lichtes im Volumen des Acrylglasobjekts, das erfolgt nur über 0,01 cm und das gibt einen sehr definierten, der Dünnheit des Materials angemessenen Look. Wenn man mal ins Tab Lichter geht, dann sehen wir, dass hier die beteiligten echten Lichtquellen, Key und Fill, ausgeschlossen sind. Nicht nur hier in diesem vereinfachten Setup, sondern später auch in der finalen Datei. Das ist deswegen, damit das Subsurface Scattering tatsächlich seine Transluzenz nur aus dem GI-Leuchten der Leuchtstoffröhren bezieht. Zu der GI-Rendermethode dann später mehr. So, ich habe mal ein paar Bilder vorbereitet, fertig gerendert und wir sehen hier das fertige Ergebnis mit dem farblich durch Noises variierten Subsurface Scattering. Das sieht erstmal okay aus. Man sieht, okay, da ist eine Hinterleuchtung, das macht auch räumlich Sinn und ist dort schwächer, wo die Leuchtstoffröhren nicht so stark leuchten. Ist alles okay, aber es ist nicht definiert. Man denkt nicht, dass man da irgendwie durchsehen kann, sondern es wirkt noch relativ blind. Und dazu muss ich nun tatsächlich hingehen und im Transparenzkanal eine Transparenz einschalten, die zudem auch noch gestreut ist, also ähnlich wie beim Milchglas. Und die aber auch nur zu 84% aktiv ist. Das heißt, im Umkehrschluss, dieses Objekt ist zu 16% opak. Und in genau diesen 16% kommt das Subsurface Scattering im Leuchtenkanal zum Tragen. Wir sehen uns mal das Ergebnis an im Vergleich zu nur Subsurface Scattering und wir sehen, das ist deutlich definierter und das sieht auch deutlich haptischer, deutlich greifbarer aus. Die Kanten von den Brüchen kriegen ja auch noch so einen Leuchteffekt mit. Nun fehlt auf diesem Acrylglas natürlich auch noch eine gewisse Verschmutzung, die zu dem Look der anderen Materialien passt. Das ist hier noch zu sauber, noch zu glatt. Nun könnte man auf die Idee kommen, okay, ich mache mir schön ein Material mit Alpha-Kanal, stapel in einem Ebenen-Shader ein paar Noises und andere Shader, Verwitterung und Co. Leg mir das schön als extra Textur-Tag hier auf mein Acrylglas-Objekt.
Ja, und dann kommt die Enttäuschung, weil dann liegen auf ein und demselben Objekt zwei Materialien, die jeweils eine Transparenz enthalten. Nämlich das Acrylglas mit der echten Transparenz im Transparenzkanal und zusätzlich ein Material, was Alpha-Transparenz hat. Und das geht schief, weil Cinema 4D pro Oberflächennormale nur eine Art Transparenz berechnen kann. Also beziehungsweise der Standard- und der Physical Renderer. Der Ausweg aus dieser Situation ist, man erzeugt sich eine Kopie seines Acrylglases, nennt das Acrylglas Dreck und wendet dort das Material darauf an. Nun ist das aber in den exakt selben Dimensionen wie das Original-Acrylglas. Das heißt, es würde sich ganz komisch überschneiden und deswegen muss man dafür Sorge tragen, dass dieser Schmutz einen Hauch über der Oberfläche des Original-Acrylglases sitzt. Und das tut man, indem man, ich mache das wieder an, indem man dem Schmutz ein leichtes Displacement gibt. Und zwar basierend auf einem reinen Weiß-Farbeshader mit einer geringen Höhe von 0,15 cm. Und dann sitzt das leicht außerhalb der ursprünglichen Acrylglas-Begrenzungen. Der Beweis liegt hier. Man sieht es ganz leicht, und so ein leichter Outline entsteht. Das ist dann ein Fall für die Retusche in der Post. So, aber wir sehen jetzt hier, wir haben hier, das muss man noch benennen, Schmutz. So. Wir haben jetzt hier eben ein Schmutzmaterial auf einer Kopie unseres Acrylglases und das sitzt mit einem leichten Displacement außerhalb des Original-Acrylglases und ist deswegen sichtbar. Und wir vergleichen das jetzt mal. Nur Subsurface Scattering mit leicht zu scharfer Transparenz und das Ganze extra nochmal mit Schmutz, was auch wieder eine leichte Streuung mit sich bringt. Das muss man dann austarieren. So, und das ist aber dann die endgültige Kombination Subsurface Scattering, Transparenz, Rau und Schmutz. Naja, und in Kombination mit der später noch erklärten Global Illumination ist das nicht so ganz schnell zu rendern. Aber es sieht gut aus. Mehr dazu gleich. So, kommen wir nun zu meinem zweiten Lieblingsthema, nämlich Lighting. Und wenn man so eine Leuchtreklame vor sich hat, stellt sich als zentrale Frage natürlich, wie realisiere ich die Lichtemission durch die Leuchtstoffröhren? Und da gibt es zwei Methoden in Cinema 4D, zwei Wege, die man gehen kann. Nämlich das erste ist in Form von Flächenlichtern und das zweite wäre mit Global Illumination. Ich habe mir beide Herangehensweisen hier einmal als separate Setups angelegt, habe mir dazu zwei korrespondierende Takes angelegt. Und wir sehen uns das Ganze mal im Schnelldurchgang an. Das Prinzip hinter dem Flächenlichtervorgehen ist ja, dass man eine Flächenlichtquelle hat und der gibt man als Quelle für Flächenform ein Polygonobjekt an. Damit das Ganze dann auch beim Rendern sichtbar ist, muss man, ich schalte es hier mal aus, eine Objektkopie erzeugen, die keinen Schatten wirft per Render-Tag, damit da auch was sichtbar ist. Das wäre so das Vorgehen, wenn man die Flächenlichter-Vorgehensweise in diesem Fall begehen möchte. Vorteil ist, das Ganze ist relativ schnell zu rendern. Nachteil ist, der Lichtfluss, der Lichtverlauf und der Schattenwurf sind nicht so homogen, wie man es erwarten würde. Hier oben zum Beispiel sehe ich Schatten, die relativ konzentrisch laufen. Und wir sehen uns jetzt mal die zweite Methode an, gehen dafür rüber ins andere Take. Und das Setup sieht so aus, dass ich hier einfach nur meine Leuchtstoffröhren habe und statt Flächenlichtern, die eben Polygonobjekte heranziehen, um als Quelle für eine Flächenform zu dienen, sind es die Leuchtstoffröhren selbst, die mit einem leuchtenden Material tatsächlich Licht imitieren. Dazu muss ich natürlich hier Global Illumination anhaben und dazu muss ich auch in dem Material der Leuchtstoffröhren im Leuchtenkanal etwas drin haben, ganz klar, und unter Illumination sagen Polygonlicht. Dann imitiert meine Leuchtstoffröhre hier Licht ohne extra Lichtquelle. Was ist denn jetzt in diesem Spezialfall von lichtimittierenden Polygonobjekten besser? Die Methode mit Flächenlichtern oder die Methode mit Global Illumination?
Wenn wir es uns mal ansehen, als Fazit, Flächenlichter hat zwar renderzeittechnisch die Nase vorn, hat aber den Nachteil der konzentrischen Schatten und des nicht ganz so homogenen Lichtverlaufs. Indirektes Licht könnten wir uns noch durch weitere manuelle Lichter erzeugen oder durch Smart Ambient Occlusion und Shadow Luminance. Das wäre kein Problem, aber eben der Lichtverlauf und der Schattenwurf, die sind gegenüber der GI-Methode einfach nicht so cool. So, und das heißt, die GI-Methode mit den leuchtenden Materialien der Option Polygonlichter ist hier das Mittel der Wahl, erzeugt aber natürlich deutlich höhere Renderzeiten. Da das hier aber ein Still ist, ist das erstmal sekundär und wir benutzen in diesem Fall nun GI zum Rendern. So, noch ein paar Worte zur Wahl der GI-Methoden. Ich habe als primäre Methode Quasi Monte Carlo gewählt. Warum? Quasi Monte Carlo ist gegenüber Irradiance Cache deutlich genauer. Da wird nichts gecached, nichts interpoliert und man wird sozusagen mit der ungeschönten, langsamen GI-Wahrheit konfrontiert. Quasi Monte Carlo ist also die genaueste Methode. In meinen Trainings nenne ich ihn gerne den rigorosen Perfektionisten, wohingegen Irradiance Cache eher der intelligente Softie ist. So verhalten sich diese beiden Methoden im Vergleich miteinander. Und Quasi Monte Carlo ist die genaueste Methode, aber auch die langsamste. Sie basiert auf stochastischem Sampling und braucht eine Beschleunigung durch eine sekundäre Methode. Und da habe ich mich für Radiosity Maps entschieden. Radiosity Maps liefern mir im Unterschied zu zum Beispiel Light Maps nur einen weiteren Bounce. Das ist aber okay, weil ich in dieser Szene ja eine Nachtansicht im Grunde habe mit direktem Blick auf Lichtquellen. Deswegen habe ich da mit indirektem Licht sowieso nicht so viel am Hut. Das heißt, Radiosity Maps mit einem zusätzlichen weiteren Bounce sind also völlig in Ordnung und sie haben gegenüber Lichtmaps den Vorteil, dass, wenn man den interaktiven Renderbereich benutzt, siehe hier, kein Prepass im Spiel ist. Das heißt, bei Lightmaps, bei Lichtmaps habe ich im interaktiven Renderbereich immer diesen Prepass im Bild. Und das ist auf Dauer ein bisschen lästig, vor allem wenn es an mehr oder weniger langsam mal Rendern in finaler Qualität geht, dann ist dieses dauernde Anzeigen des Prepasses bei Lichtmaps eher unerwünscht. Zumal ich brauche, wie gesagt, nur einen Bounce, deswegen sind Radiosity Maps okay und im Vergleich beim finalen Rendern mit Lightmaps sogar schneller. Deswegen habe ich mich am Ende für Quasi Monte Carlo und Radiosity Maps entschieden. So, noch ein Wort zu einem Stichwort aus dem letzten Video, nämlich Dynamikumfang. Wenn wir über das Rendern sprechen, dann gibt es die Möglichkeit, in den Rendervoreinstellungen eine Farbtiefe zu wählen. Das bedeutet 8-Bit, 16-Bit oder 32-Bit pro Farbkanal, also RG oder B, Rot, Grün oder Blau. Und ich wähle mindestens immer 16-Bit pro Kanal. Gegenüber 8-Bit pro Kanal stehen also pro Rot, Grün oder Blau eben nicht nur 256 Stufen, sondern über 32.000 Stufen zur Verfügung. Man kann sich ausmalen, dass ein Bild gerendert mit 16-Bit pro Kanal sehr viel flexibler auf massive Farb- oder Gradationskorrekturen reagiert als ein 8-Bit-Bild. Und deswegen sind 16-Bit immer meine Wahl. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt den Gefällt mir-Knopf und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Danke!